Professor Sell, was sagt der Sozialwissenschaftler dazu? Daumen hoch oder Daumen runter, so mal grundsätzlich? Also, wie heißt es immer so schön, ist das Glas halb voll oder halb leer? Genau, okay. Wenn man bedenkt, dass wir mehrere Legislaturperioden Anläufe hatten, so etwas wie eine sogenannte Grundrente einzuführen, dann kann man sagen, ist heute ein erfreulicher Tag, dass es überhaupt geschafft wurde und dann auch noch in diesen Zeiten. Ne? Das hatten schon Ursula von der Leyen versucht und ist daran gescheitert. Der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Man kann das an einer Zahl deutlich machen. Noch im vergangenen Jahr hatte der Bundesarbeitsminister einen ersten Entwurf vorgelegt und da stand drin, dass von dieser Grundrente, die er damals geplant hatte, 3 Millionen Menschen profitieren würde. Jetzt sind es 1,3. 1,3. Warum? Und allein, ja, weil sozusagen im Gesetzgebungsverfahren und in dem Kompromiss, der herausgekommen ist, wurden die Anforderungen, dass man überhaupt in den Genuss dieser Leistung kommt, so eng geführt, dass eben die Zielgruppe deutlich verkleinert wurde. Und dann sagt zum Beispiel der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, die richtig Armen werden nicht erreicht. Warum? Ja, das liegt natürlich dann wiederum an der Konstruktion. Diese Grundrente ist ja ein Zuschlag zur normalen gesetzlichen Rente, setzt aber voraus mindestens 33 Beitragsjahre, also die anerkennungsfähig sind. Da fallen bestimmte Zeiten raus, wie Arbeitslosigkeitszeiten werden überhaupt nicht berücksichtigt. Das wird viele gerade im Osten unseres Landes treffen. Aber sozusagen, sie müssen ja mindestens diese lange Zeit haben. Und viele, die rausfallen, die er meint, das sind tatsächlich die Leute, die knapp unter den 30, 33 Jahren liegen. Und das sind sehr, sehr viele aufgrund zerschossener Erwerbsbiografien. Und nicht umsonst hat man, ich sag mal, die Latte auf 33 bzw. 35 Beitragsjahre gesetzt, weil man weiß, dass dadurch sehr viele herausfallen. Also das heißt, das ganze System, so wie es jetzt dann beschlossen worden ist, ist wieder ein Kompromiss, der eigentlich gar nicht richtig gut ist. Hätte man nicht ein anderes Modell vielleicht dann doch mit einer längeren Verhandlungsdauer favorisieren sollen? Ich meine, wenn wir von Grundrente sprechen, das ist ja keine Grundrente, oder? Nein, also man muss die Grundrente wirklich in Anführungsstriche setzen. Es gibt ja in anderen Ländern um uns herum gibt's echte Grundrenten. Niederlande, aber wir haben es auch in der Schweiz. Wie macht das beispielsweise die Schweiz? Das ist ja, die Schweiz macht das ganz einfach. Die sagt, wir haben eine Basisrente, also eine Grundrente. Für alle. Und für alle, die kriegen auch die armen Schlucker, die unterdurchschnittlich verdient haben. Die sind ja auch unsere Zielgruppe hier. Und sozusagen diese Basisrente, die bekommt jeder. Es gibt aber eine Maximalrente, die ist knapp doppelt so hoch. Und die Leute, die hohe Einkommen haben, die zahlen ein, kriegen aber nur die Maximalrente. Und das, was an Überschuss da ist, wird nach unten umverteilt, damit man innerhalb des Rentensystems diese Basisrenten finanzieren kann. Das ist ja auch das Problem. Hier bei uns wird jetzt verzweifelt nach einer Finanzierung für diese Beträge gesucht. Aber nochmal, das Problem besteht darin, wir haben in Deutschland jetzt wieder so ein Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Modell. Und das sehen Sie auch an einem anderen Punkt. Warum sind es nur 1,3 Millionen? Weil man wollte ursprünglich eine Bedürftigkeitsprüfung wie in der Sozialhilfe. Das wollte die SPD nicht. Und jetzt hat man sich in der Mitte irgendwo geeinigt. Man macht eine Einkommensprüfung. Die ist aber quasi zwar etwas besser als die Bedürftigkeitsprüfung in der Sozialhilfe, führt aber natürlich dazu, dass ganz viele mit kleinen Renten, die knapp darüber liegen, abgeschnitten werden von dem Zugang zur Grundrente. Warum abgeschnitten? Ja, weil wenn sie über diese Beträge liegen, haben sie keinen Anspruch mehr auf die aufstockende Grundrente, ne? Weil das Einkommen insgesamt berücksichtigt wird. Damit habe ich natürlich wieder eine Bedürftigkeitsprüfung über die Hintertür. Und diese ganze Prüfung, das ist ja das nächste Problem. Ist ja so aufwendig, dauert so lange und diejenigen, die das prüfen sollen, sind noch gar nicht darauf vorbereitet. Nein, das ist wirklich ein bürokratischer Albtraum. Die Rentenversicherung muss das machen und Sie müssen sich eins klar machen, die Rentenversicherung hat bisher niemals das Einkommen in dem Sinne geprüft, ja, weil eine Rente hatten sie einen Anspruch, wurde ausgezahlt. Das ist ein unheimlicher bürokratischer Aufwand, führt ja auch dazu, dass frühestens Mitte des nächsten Jahres die ersten Auszahlungen erfolgen. Manche werden erst im übernächsten Jahr überhaupt ausgezahlt werden, weil die im wahrsten Sinne des Wortes absaufen. Und es gibt auch viele rechtliche Probleme, beispielsweise bei Leuten, die im Ausland leben. Auch da muss eine Einkommensprüfung gemacht werden. Na, viel Spaß, wenn man sich das in Praxis vorstellt. Vielleicht brauchen die jetzt Computer bei der Rentenversicherung. Das ist wohl wahr. Eins noch zur Finanzierung. Also es wurde mir mal gesagt, dass man das zum Beispiel auch aus der Finanztransaktionssteuer finanzieren will. Die gibt es ja gar nicht. Ist das jetzt wieder so eine Nummer, die letzten Endes der Steuerzahler zahlt es dann doch?
doch. Also positiv ausgedrückt, wenigstens muss es nicht der Beitragszahler auch noch bezahlen, aus versicherten Geldern. Noch nicht, ja. Genau, also zum jetzigen Stand. Es soll aus Steuermitteln finanziert werden, das ist auch richtig so. Aber sozusagen die vorgesehenen Steuermittel, die gibt es schlichtweg nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Finanztransaktionssteuer gibt, ist ja im europäischen Kontext sehr, sehr gering bis niedrig. Und insofern wird das jetzt erstmal sozusagen vor sich hergeschoben und nach dem Motto, wenn wir jetzt so viel Geld ausgeben, können wir auch im Bundeshaushalt diese 1,4 Milliarden geschätzt, die vorgesehen sind, da aus dem Bundeshaushalt nehmen. Aber das ist natürlich in dem Sinne keine wirkliche verlässliche Finanzierung. Also halten wir fest, Glas halb voll. Glas eher halb voll. Also. Und man muss auch berücksichtigen, die durchschnittliche Grundrente, die jemand bekommen wird. Wir reden hier von wenigen Fällen abgesehen von 80, 90 Euro Zuschlag zu sehr niedrigen Renten. Das heißt, die Leute krebsen dann immer noch bei vielleicht 900 Euro im Monat herum. Das ist doch nicht viel in unserem Land. Das will ich noch mal zu bedenken geben. Ein engagierter Professor der Sozialwissenschaften. Danke, dass Sie im Studio waren.